So, ich zeige euch jetzt mal, wo man bei der Karosserie drauf achten muss. Die Klarlackmodelle haben ganz gerne, dass sich der Klarlack löst, so wie bei dem hier auf dem Kotflügel. Ansonsten ein bisschen Rost hier am Fensterrahmen, am Windlauf hier unten oder auch hier oben, dass die Scheibe blind wird. Das haben, glaube ich, auch andere Autos. Das ist hier so ein ganz klein bisschen der Fall. Die Türen sind völlig rostfrei eigentlich, außer sie haben mal Fremdberührung gehabt. Ab und zu haben die Schweller was, dass die unten an der Kante rosten. Ansonsten die Radläufe hinten beobachten. Da ist ab und zu mal was, das können wir auf der anderen Seite gleich mal sehen. Ansonsten sind die Rückleuchten ab und zu mal blind, aber die gibt es im Nachbau in guter Qualität, glaube ich sogar Originalqualität. Da kann man nichts verkehrt machen. Die Fahrzeuge mit einer Edelvelour-Ausstattung, wie in diesem Fall hier, sind so die beste Wahl, denn die geht eigentlich nie kaputt. Fahrzeuge mit Lederausstattung ist natürlich sehr edel, aber da leidet der Fahrersitz an der Seitenwange ganz gerne. Das Armaturenbrett bei viel Sonne weist auch mal den einen oder anderen Riss auf. Wie bei diesem Modell hier hängt der Himmel so ein ganz klein bisschen, auch im hinteren Bereich. Das ist aber vom Sattler gut zu machen. Ansonsten muss man darauf achten, dass die Türverkleidung heile ist. Die leiden bei Sonneneinstrahlung auch ganz gerne, dass sich das Leder löst und dann Falten bildet, ist aber auch reparierbar. Ansonsten ist der Innenraum sehr gemütlich und bietet viel Platz. Jetzt sind wir beim Motor angelangt. Der B230F hier mit 116 PS ist eigentlich unverwüstlich. Laufleistung von 500.000 bis 600.000 Kilometer ist überhaupt kein Problem. Das Getriebe des M47 macht das nicht immer mit. Da ist der 5. Gang schon mal ein bisschen lauter. Ansonsten Zahnriemenintervalle von 100.000 Kilometer inklusive Spannrollen, ganz wichtig, ist obligatorisch. Die Krümmer, die Abgaskrümmer haben ganz gerne mal einen Riss, aber auch erst ab 300.000 Kilometer kann man, glaube ich, mit leben. So, jetzt sind wir unter dem Auto angekommen. Der Batteriekasten hat ab und zu mal ein bisschen Rost. Der ist hier auch schon repariert worden, fachmännisch. Die Vorderachse ist darauf zu achten. Die inneren Spurstangengelenke, die äußeren Spurstangengelenke kommen so bei 200.000 Kilometer. Das Traggelenk ist nur meist so bei 250.000 Kilometer an der Reihe. Die Koppelstangen hier auch so bei 250.000 Kilometer, dass die neu gebuchst werden müssen. Der Motor, wie auch hier zu sehen, Motor, Getriebe völlig trocken und problemlos. Ja, unterm Auto sind die Bleche hier vom Auspuff ab und zu mal ein bisschen nervig. Die rappeln sich ganz gerne mal los. Mit einem kleinen Schweißpunkt sind die wieder angeheftet. Ja, zur Hinterachse. Die Starrachse ist völlig unauffällig. Da ist höchstens der Simmering vorne, der ein bisschen nässt. Der ist leicht zu ersetzen. Ansonsten die Multilink-Hinterachse, die in den letzten Baujahren verbaut wurde, 94, macht schon mehr Probleme. Die Buchsen sind relativ teuer und sehr aufwendig zu wechseln. An der Hinterachse, die Handbremse ist mit Seilen verbunden. Die sind kunststoffummantelt und die brechen ganz gerne, das Seil rottet durch und dann versagt die Handbremse schlagartig ihren Dienst. Sind aber relativ einfach zu tauschen. Ansonsten hat der Geber vom Tacho hier hinten ganz gerne Kabelbruch, dass hier in dem Kabel, in den Ummantelungen die Leitung brechen und dann zeigt der Tacho nichts mehr an. Ja, bei dem 940 sind zwei Motorvarianten nicht zu empfehlen. Das ist der 2-Liter-Motor, der Gummibandmotor, Superpolar aus Italien. Die sind durchzugsschwach. Auch der 6-Zylinder-Diesel aus dem VW-Konzern, den braucht man nicht. Die 2,3-Liter-Motoren, ob es der F, der FT, FK ist, sind sehr zu empfehlen, sehr durchzugsstark und auch vom Spritverbrauch noch, passt noch in die moderne Zeit. Ja, preistechnisch bewegen wir uns zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Gut gepflegte Turbomodelle können auch gerne 10.000 Euro kosten. Ein kleiner Tipp für alle Modelle: Die Fahrzeuge über 250.000 Kilometer sind meistens schon durchrepariert. Also traut euch,